AI bzw. künstliche Intelligenz ist die Sau, die letzten Jahre gefühlt durch jedes Dorf getrieben wurde. Und die meisten sind tatsächlich darauf hereingefallen. Denn nur weil KI draufsteht, muss noch lange nicht KI drinstecken. Auch Kryptoprojekte, die sich AI auf die Brust schreiben, vermehren sich gerade wie eine Seuche. Und das nächste Riesenprojekt, welches noch größer wird als alles Vorhergesehene, steht schon in den Startlöchern. Fundera. Dieses Video dient nicht dem Verkauf, sondern zur Schulung, denn wir werden heute mal diesen Laden ganz gehörig auseinandernehmen und mal sehen, was von diesem dann zu guter Letzt noch übrig bleibt. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ohne große Umschweife kommen wir gleich zum Thema. Warum erstellen wir heute dieses Video? Ein Online-Marketer ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir für sein aktuelles Projekt nicht eine bezahlte Promotion machen wollen. Und da wir natürlich immer gerne neue Unternehmen, vor allem Kryptoprojekte auf Herz und Nieren testen, haben wir dem zugestimmt. Das Schöne ist, dass nicht besprochen wurde, wie der Inhalt dieses Videos konkret auszusehen hat. Er hat nur gemeint, wir sollen ein Review, also eine Bewertung, ein Bewertungsvideo erstellen und von daher haben wir komplett freie Hand über den Inhalt dieses Videos und deswegen gilt Feuer frei. Heute soll es um, wie ihr seht, Fundera.io gehen, einer sogenannten Next-Gen AI-Layer für Blockchain-basierte Anwendungen wie RWA, also Real-World Assets, tokenisiertes Spielen und weitere Automationen. Was heißt das jetzt ganz genau? Das ist ein sehr schnieker Begriff, der mal sehr beeindruckend wirkt, aber im Grunde genommen durch KI sollen gewisse Bereiche einfacher zugänglich gemacht werden. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Ganz simpel ausgedrückt. Wer zum Beispiel ChatGPT nutzt, der weiß, dass dadurch Barrieren enorm abgebaut werden. Warum? Weil es einfach eine KI gibt, die auch bei den dümmsten Menschen geduldig bleibt und bis zum Exitus erklärt, bis auch diese es schlussendlich verstanden haben. Und gerade Krypto und Blockchain ist natürlich für die meisten einfach zu kompliziert. Da fehlt den meisten einfach die kognitive Leistungsfähigkeit, um mit den ganzen Mechanismen, die dort im Hintergrund wirken, mitzukommen. Und KI soll eben genau dieses Problem lösen und die Adaption leichter vorantreiben, ohne dass man eben menschliche Ressourcen für genau solche Nutzer verschwendet. Noch dazu kommt, dass man natürlich KI auch viel besser als Arbeitssklave missbrauchen kann, ohne jetzt hier in irgendwelche ethischen oder moralischen Zwickmühlen zu geraten. Und deswegen ist KI natürlich das allererste Mittel der Wahl, um eben diese ganze Sache möglichst effizient voranzubringen. Wie dem auch sei, wieder zurück zum eigentlichen Thema. Was bietet denn Fundera eigentlich schon? Also sprich, was haben sie schon entwicklungstechnisch einigermaßen vorzuweisen? Und jetzt haltet euch fest, genau diese Internetseite. Mehr nicht. Es gibt zwar, wenn wir hier einen kurzen Blick auf die Roadmap gehen, schon etwas, was sich vorzeigen lässt oder auch nicht. Also die Core-Systeme, die sind quasi deployed. Dann ist die Multi-Chain-Infrastruktur bereits aktiv. Aber mehr als dass wir Worte auf einer Roadmap sehen, ist tatsächlich nicht vorhanden. Aber sie haben einen Token, und das ist natürlich schon mal was man vorzeigen kann, der jetzt vertrieben wird und den ihr für lächerliche 0,005 Cent, wie ihr hier seht, kaufen könnt. Stellt sich allerdings die Frage, woran erkennt man denn eigentlich, ob ein Token bzw. ein Tokenpreis überhaupt günstig ist? Darauf kommen wir aber gleich. Lasst uns vorher noch ein paar andere Sachen miteinander angucken. Kommen wir mal zu den Tokenomics. Die sind nämlich, man könnte sagen, ja, lass uns einfach mal drüber gucken. Also von insgesamt 10 Milliarden FDR-Token werden 15% ans Team gegeben, 40% werden über den Pre-Sale verkauft, 10% werden fürs Marketing zurückgehalten, 10% für die weitere Entwicklung, 20% für die Community und 5% als weitere Reserve zurückgehalten. So, jetzt haben wir uns die Allokation angeguckt, aber was bedeutet das denn überhaupt? Das bedeutet konkret, 40% der Token, wie wir hier sehen, die werden verkauft, die kann man also käuflich erwerben und die restlichen 60% ans Team, Reserve, Community
Entwicklung und Marketing, die werden, man könnte sagen, verschenkt. So, und jetzt kommt die Preisfrage. Wenn ihr ein Stück Papier habt, auf dem 1 US-Dollar draufsteht und dieser wird nun mit 40 Cent gedeckt, wie hoch ist dann dessen Wert? Wir glauben, dass ihr auch auf die Antwort alleine kommt und dafür nicht weiter unsere Hilfe benötigt. Was sagen uns jetzt also diese Tokenomics genau? Höchstwahrscheinlich ist die finanzielle Basis des Projektes äußerst schwach. Das Protokoll hat anscheinend und höchstwahrscheinlich keine anderen finanziellen Ressourcen und will sich zu 100% fremdfinanzieren. Und jetzt adaptiert mal diese Beobachtung auf irgendein anderes Unternehmen, das als Startup erfolgreich werden möchte. Wenn ein Startup zu 100% fremdfinanziert wird, wie hoch sind dann die Erfolgswahrscheinlichkeiten? Auch hier kommt ihr wie immer selber auf die Antwort. Jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Frage. Ist der momentane Verkaufspreis von 0,0005 US-Dollar überhaupt günstig oder nicht? Wir erinnern uns, es gibt eine FDR-Gesamt-Token-Versorgung von 10 Milliarden Stück. Wenn wir herausfinden wollen, ob ein Preis angemessen ist oder nicht, dann gucken wir uns immer die sogenannte Marktkapitalisierung an. Das ist also die Gesamtversorgung aller Token multipliziert mit dem aktuell gültigen Preis. Dann nehmen wir jetzt diese 0,0005 US-Dollar her. Wenn wir das miteinander multiplizieren, kommen wir auf eine Marktkapitalisierung von 5 Millionen US-Dollar. Der Listingpreis, der soll an der Börse bei 0,025 US-Dollar, also bei 2,5 Cent liegen. Wenn wir hier wiederum die gleiche Formel anwenden, Gesamtversorgung mal Listingpreis, dann sind wir bei 52 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Und jetzt kommt die wichtige Frage. Was ist an Fundera jetzt 5 Millionen US-Dollar wert? Geschweige denn in ein paar Monaten, wenn dann das Listing auf der Börse eintritt, 250 Millionen US-Dollar wert. Wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt es uns auf alle Fälle in die Kommentare. Wir möchten nämlich auch wissen, wo dieser Wert herkommt. Im White Paper haben wir noch eine Kleinigkeit gefunden, dass das Token-Modell deflationär später ausgespielt werden soll. Bedeutet also, dass durch die vereinnahmten Protokollgebühren am freien Markt der FDR-Token aufgekauft wird und permanent verbrannt wird. Das hört sich erst einmal relativ toll an, weil es ist ja ein deflationäres Asset, das durch diese Verbrennung oder durch diese protokolleigene Nachfrage kontinuierlich im Preis ansteigen sollte. Aber das bringt natürlich auch erst was, wenn das Protokoll wirklich groß geworden ist und erfolgreich ist und auch genügend Nutzer anzieht, die auch wirklich diese Gebühren bezahlen, um dann eben den Token zurückbezahlen zu können. Okay, lassen wir es erst einmal bis hierhin gut sein und ziehen erst einmal ein Fazit. Also, was will Fundera machen und wie sieht die Ausgangsbasis aus? Erstens, Fundera will Blockchain und KI zusammenführen, wie so viele andere auch. Zweitens, der Token soll deflationär werden. Was das wirklich wert ist, wird sich erst sehr viel später herausstellen. Und im Ökosystem wird der Token auch als Utility-Token verwendet. Das heißt, der Token ist im Endeffekt eine Schnittstelle für gewisse Anwendungsfälle im Protokoll und kann eben als, man könnte sagen, Schlüssel verwendet werden, um gewisse Türen des Protokolls zu öffnen. Allerdings kann drittens Fundera noch absolut nichts vorweisen, außer ein paar schöne Worte in der Roadmap. Der Tokenverkauf, der mit einem Preis aufwartet, der als viel zu hoch erscheint, ist hier definitiv zu nennen. Und natürlich wird der ganze Token auch mit einem Affiliate-System vertrieben, sodass hochgeschätzte YouTube-Influencer-Kollegen hier 10% von dem erhalten, was ihr in diesen Token investiert. Machen wir hier, wie ihr vielleicht euch auch selbst denken könnt, nicht. Fünftens, die Tokenomics verraten, dass die finanzielle Basis offensichtlich nicht die beste ist. Und jetzt kommt wie immer die Gretchenfrage: Würdet ihr anhand dieser Betrachtung und dieser aufgelisteten Punkte dort investieren? Wir geben euch die Antwort nicht vor, hoffen aber, dass dieses Video euch dabei geholfen hat, dass ihr die Antwort auf diese Frage selber finden könnt. Wenn ihr selber lernen wollt, wie ihr solche Projekte selbst analysiert, wie ihr einen scharfen Blick darauf werft, damit ihr Rohrkrepierer von echten Diamanten unterscheiden könnt, guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr mehr Informationen dazu, wie ihr tatsächlich auf diesen Weg kommen könnt. Ansonsten soll es das wieder gewesen sein, bis zum nächsten Video und bis dahin.